Es war ein kalter Herbstnachmittag, als Emma beschloss, einen Spaziergang im nahegelegenen Wald zu machen. Sie hatte schon lange nicht mehr die frische Waldluft genossen und sehnte sich nach einem Abenteuer. Mit einer warmen Jacke und bequemen Wanderschuhen machte sie sich auf den Weg. Der Wald war still, nur das Rascheln der Blätter und das Zwitschern der Vögel waren zu hören. Emma lief auf einem schmalen Pfad, der tief in den Wald führte. Sie bewunderte die bunten Blätter, die wie ein Teppich den Boden bedeckten. Plötzlich entdeckte sie ein altes Schild, das auf einen verborgenen Weg hinwies. Neugierig folgte sie dem Hinweis. Der verborgene Weg war überwuchert und schwer zu erkennen, aber Emma ließ sich nicht abschrecken. Nach einigen Minuten des Kampfes durch das dichte Gebüsch kam sie zu einer Lichtung. In der Mitte der Lichtung stand eine verlassene Hütte. Die Hütte sah alt und verfallen aus, aber Emma konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie zu erkunden. Sie öffnete vorsichtig die knarrende Tür und trat ein. Im Inneren war es dunkel und kühl. Ein schwacher Lichtstrahl drang durch ein zerbrochenes Fenster und erhellte den staubigen Boden. Emma sah sich um und entdeckte ein altes Tagebuch auf einem Tisch. Sie blätterte neugierig durch die Seiten und fand Einträge von vor vielen Jahren. Es war das Tagebuch eines Waldarbeiters, der hier gelebt hatte. Während Emma las, hörte sie plötzlich ein lautes Bellen von draußen. Ihr Herz schlug schneller, aber ihre Neugier war stärker als ihre Angst. Sie trat wieder nach draußen und sah einen Hund, der unaufhörlich bellte. Der Hund sah sie an und begann dann, schnell durch die Bäume und Büsche zu rennen. Emma wusste, dass sie dem Hund folgen musste und rannte hinterher. Nach einigen Minuten des schnellen Laufens blieb der Hund stehen und sah Emma an. Sie näherte sich vorsichtig und entdeckte einen Mann, dessen Bein in einer Bärenfalle gefangen war. Der Mann war bewusstlos vor Schmerzen. Emma erkannte sofort, dass er der Waldarbeiter aus dem Tagebuch sein musste. Sie versuchte verzweifelt, die Falle zu öffnen und den Waldarbeiter zu befreien, aber ihre Kraft reichte nicht aus. Emma beschloss, einen Krankenwagen zu rufen, aber ihr Handy hatte keinen Empfang. Also entschied sie sich, schnell in die Stadt zurückzulaufen und die Polizei zu informieren. Emma rannte so schnell sie konnte in die Stadt zurück und erzählte außer Atem einem Polizisten von dem Vorfall. Der Polizist alarmierte sofort seine Kollegen und den Krankenwagen, und ein Team eilte zur Unfallstelle, um den Waldarbeiter zu retten. Sie befreiten ihn aus der Falle und brachten ihn ins Bewusstsein. Als der Waldarbeiter erfuhr, dass Emma ihm geholfen hatte, lächelte er sie an und dankte ihr leise. Einige Tage später kaufte Emma einige Säfte und einen Blumenstrauß und ging ins Krankenhaus, um den Waldarbeiter zu besuchen. Sie war sehr glücklich zu sehen, dass es ihm besser ging, und sie unterhielten sich und lachten viel zusammen. Der Waldarbeiter, der Lukas hieß, sagte Emma, dass sie jederzeit in seine Hütte kommen könne, um mit seinem Hund zu spielen. Nach diesem Ereignis wurde Emma und Lukas gute Freunde. Emma besuchte oft den Wald und die Hütte, und jedes Mal wurde sie von Lukas und seinem Hund herzlich begrüßt. Die Abenteuer, die sie zusammen erlebten, waren unvergesslich, und Emma wusste, dass diese Freundschaft ein besonderes Geschenk des Schicksals war. Die Luft. Die Luft ist heute sehr frisch. Das Blatt. Ein Blatt fiel vom Baum. Das Schild. Das Schild zeigt den Weg. Die Lichtung. Wir haben ein Picknick auf der Lichtung gemacht. Der Busch. Der Busch ist voller Blumen. Der Krankenwagen. Der Krankenwagen kam schnell an. Der Empfang.
Der Empfang war schlecht. Der Herbst. Der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Bunt. Der Garten ist bunt. Verborgen. Der Schatz ist verborgen. Dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Kühl. Das Wasser ist kühl. Staubig. Das Regal ist staubig. Blättern. Er blättert durch das Buch. Es war ein kalter Herbstnachmittag, als Emma beschloss, einen Spaziergang im nahegelegenen Wald zu machen. Es war ein kalter Herbstnachmittag, als Emma beschloss, einen Spaziergang im nahegelegenen Wald zu machen. Sie hatte schon lange nicht mehr die frische Waldluft genossen und sehnte sich nach einem Abenteuer. Sie hatte schon lange nicht mehr die frische Waldluft genossen und sehnte sich nach einem Abenteuer. Mit einer warmen Jacke und bequemen Wanderschuhen machte sie sich auf den Weg. Mit einer warmen Jacke und bequemen Wanderschuhen machte sie sich auf den Weg. Der Wald war still, nur das Rascheln der Blätter und das Zwitschern der Vögel waren zu hören. Der Wald war still, nur das Rascheln der Blätter und das Zwitschern der Vögel waren zu hören. Emma lief auf einem schmalen Pfad, der tief in den Wald führte. Emma lief auf einem schmalen Pfad, der tief in den Wald führte. Sie bewunderte die bunten Blätter, die wie ein Teppich den Boden bedeckten. Sie bewunderte die bunten Blätter, die wie ein Teppich den Boden bedeckten. Plötzlich entdeckte sie ein altes Schild, das auf einen verborgenen Weg hinwies. Plötzlich entdeckte sie ein altes Schild, das auf einen verborgenen Weg hinwies. Neugierig folgte sie dem Hinweis. Neugierig folgte sie dem Hinweis. Der verborgene Weg war überwuchert und schwer zu erkennen. Der verborgene Weg war überwuchert und schwer zu erkennen. Aber Emma ließ sich nicht abschrecken. Aber Emma ließ sich nicht abschrecken. Nach einigen Minuten des Kampfes durch das dichte Gebüsch kam sie zu einer Lichtung. Nach einigen Minuten des Kampfes durch das dichte Gebüsch kam sie zu einer Lichtung. In der Mitte der Lichtung stand eine verlassene Hütte. In der Mitte der Lichtung stand eine verlassene Hütte. Die Hütte sah alt und verfallen aus. Die Hütte sah alt und verfallen aus. Aber Emma konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie zu erkunden. Aber Emma konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie zu erkunden. Sie öffnete vorsichtig die knarrende Tür und trat ein. Sie öffnete vorsichtig die knarrende Tür und trat ein. Im Inneren war es dunkel und kühl. Im Inneren war es dunkel und kühl. Ein schwacher Lichtstrahl drang durch ein zerbrochenes Fenster und erhellte den staubigen Boden. Ein schwacher Lichtstrahl drang durch ein zerbrochenes Fenster und erhellte den staubigen Boden. Emma sah sich um und entdeckte ein altes Tagebuch auf einem Tisch. Emma sah sich um und entdeckte ein altes Tagebuch auf einem Tisch. Sie blätterte neugierig durch die Seiten und fand Einträge von vor vielen Jahren. Sie blätterte neugierig durch die Seiten und fand Einträge von vor vielen Jahren. Es war das Tagebuch eines Waldarbeiters, der hier gelebt hatte.
Es war das Tagebuch eines Waldarbeiters, der hier gelebt hatte. Während Emma las, hörte sie plötzlich ein lautes Bellen von draußen. Während Emma las, hörte sie plötzlich ein lautes Bellen von draußen. Ihr Herz schlug schneller, aber ihre Neugier war stärker als ihre Angst. Ihr Herz schlug schneller, aber ihre Neugier war stärker als ihre Angst. Sie trat wieder nach draußen und sah einen Hund, der unaufhörlich bellte. Sie trat wieder nach draußen und sah einen Hund, der unaufhörlich bellte. Der Hund sah sie an und begann dann, schnell durch die Bäume und Büsche zu rennen. Der Hund sah sie an und begann dann, schnell durch die Bäume und Büsche zu rennen. Emma wusste, dass sie dem Hund folgen musste und rannte hinterher. Emma wusste, dass sie dem Hund folgen musste und rannte hinterher. Nach einigen Minuten des schnellen Laufens blieb der Hund stehen und sah Emma an. Nach einigen Minuten des schnellen Laufens blieb der Hund stehen und sah Emma an. Sie näherte sich vorsichtig und entdeckte einen Mann. Sie näherte sich vorsichtig und entdeckte einen Mann, dessen Bein in einer Bärenfalle gefangen war. Dessen Bein in einer Bärenfalle gefangen war. Der Mann war bewusstlos vor Schmerzen. Der Mann war bewusstlos vor Schmerzen. Emma erkannte sofort, dass er der Waldarbeiter aus dem Tagebuch sein musste. Emma erkannte sofort, dass er der Waldarbeiter aus dem Tagebuch sein musste. Sie versuchte verzweifelt, die Falle zu öffnen und den Waldarbeiter zu befreien. Sie versuchte verzweifelt, die Falle zu öffnen und den Waldarbeiter zu befreien. Aber ihre Kraft reichte nicht aus. Aber ihre Kraft reichte nicht aus. Emma beschloss, einen Krankenwagen zu rufen, aber ihr Handy hatte keinen Empfang. Emma beschloss, einen Krankenwagen zu rufen, aber ihr Handy hatte keinen Empfang. Also entschied sie sich, schnell in die Stadt zurückzulaufen und die Polizei zu informieren. Also entschied sie sich, schnell in die Stadt zurückzulaufen und die Polizei zu informieren. Emma rannte so schnell sie konnte in die Stadt zurück und erzählte außer Atem einem Polizisten von dem Vorfall. Emma rannte so schnell sie konnte in die Stadt zurück und erzählte außer Atem einem Polizisten von dem Vorfall. Der Polizist alarmierte sofort seine Kollegen und den Krankenwagen. Der Polizist alarmierte sofort seine Kollegen und den Krankenwagen. Und ein Team eilte zur Unfallstelle, um den Waldarbeiter zu retten. Und ein Team eilte zur Unfallstelle, um den Waldarbeiter zu retten. Sie befreiten ihn aus der Falle und brachten ihn ins Bewusstsein. Sie befreiten ihn aus der Falle und brachten ihn ins Bewusstsein. Als der Waldarbeiter erfuhr, dass Emma ihm geholfen hatte, lächelte er sie an und dankte ihr leise. Als der Waldarbeiter erfuhr, dass Emma ihm geholfen hatte, lächelte er sie an und dankte ihr leise. Einige Tage später kaufte Emma einige Säfte und einen Blumenstrauß und ging ins Krankenhaus, um den Waldarbeiter zu besuchen. Einige Tage später kaufte Emma einige Säfte und einen Blumenstrauß und ging ins Krankenhaus, um den Waldarbeiter zu besuchen. Sie war sehr glücklich zu sehen, dass es ihm besser ging, und sie unterhielten sich und lachten viel zusammen. Sie war sehr glücklich zu sehen, dass es ihm besser ging, und sie unterhielten sich und lachten viel zusammen. Der Waldarbeiter, der Lukas hieß, sagte Emma, dass sie jederzeit in seine Hütte kommen könne,
um mit seinem Hund zu spielen. Der Waldarbeiter, der Lukas hieß, sagte Emma, dass sie jederzeit in seine Hütte kommen könne, um mit seinem Hund zu spielen. Nach diesem Ereignis wurde Emma und Lukas gute Freunde. Nach diesem Ereignis wurde Emma und Lukas gute Freunde. Emma besuchte oft den Wald und die Hütte, und jedes Mal wurde sie von Lukas und seinem Hund herzlich begrüßt. Emma besuchte oft den Wald und die Hütte, und jedes Mal wurde sie von Lukas und seinem Hund herzlich begrüßt. Die Abenteuer, die sie zusammen erlebten, waren unvergesslich, und Emma wusste, dass diese Freundschaft ein besonderes Geschenk des Schicksals war. Die Abenteuer, die sie zusammen erlebten, waren unvergesslich, und Emma wusste, dass diese Freundschaft ein besonderes Geschenk des Schicksals war.